Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Video aus der Germanenausstellung. Ihr hattet euch das Thema Kult und Religion gewünscht und was haben diese ganzen altnordischen Götter damit zu tun? Bevor wir jetzt anfangen, ganz kurz, schließt eure Augen, macht Wagners Walkürenritt an, um das ganze Klischee zu erfüllen. Und dann Odin, Loki und Thor. Wer assoziiert sie nicht mit den germanischen Göttern an sich? Aber ganz ehrlich, haben genau diese Götter was mit den Göttern der germanischen Stämme, also 1. bis 3. Jahrhundert, die sie in der Ausstellung darstellen, zu tun? Und wenn nein, warum wird das dann trotzdem immer damit assoziiert? Genau, um der Frage nachzugehen, habe ich euch mal in einen anderen Teil unserer Ausstellung mitgenommen. Unsere Ausstellung hat ja eigentlich zwei Teile. Wir haben die archäologische Bestandaufnahme, die wir jetzt mehrmals in Videos gezeigt haben. Und wir haben hier im sogenannten Vaterländischen Saal die Rezeptionsgeschichte, also der Germanenbegriff im Laufe der Zeit danach. Und wie ihr schon gemerkt habt, ist der sogenannte Vaterländische Saal der ideale Saal, damit ich euch etwas über genau diese Götterideen oder Göttermythen erzählen kann. Warum habe ich euch in den Vaterländischen Saal geschleppt? Oder was ist der Vaterländische Saal? Das ist ein Teil des Museums, 1855 eröffnet. Und hier ging es ganz klar um die deutschen vaterländischen Funde im Gegensatz zu anderen. Und um den Sachen ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen, wurde damals der gesamte Raum mit einem Fries ausgemalt. Das Fries hatte Inhalte der Edda, die wurde kurz davor von den Brüdern Grimm übersetzt, aber mit einem ganz klaren Touch des 19. Jahrhunderts. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist Loki, der befindet sich gerade hier oben hinter mir, der eindeutig nur als Feuergott dargestellt wird. Und Loki ist eigentlich in der Edda viel ambivalenter. Uns ist aufgefallen, wenn ihr mehr Interesse daran habt, etwas nur über diesen Fries und die Entstehungsgeschichte und die ganzen Szenen zu lernen, schreibt einfach mal in die Kommentare das Wort Mythos. Und wenn genug Leute das geschrieben haben, ist uns klar, okay, ihr wollt mehr dazu wissen. Und dann machen wir noch ein Video für euch, das sich nur mit diesem Mythos beschäftigt. Aber wir machen jetzt weiter, damit rauszufinden, was haben Thor, Odin, Freyr, Valhalla, was hat das alles mit den Germanen zu tun? Okay, genug Vorrede über das Museum, über den Saal, über den Fries. Die ganzen Götter. Woher kennen wir diese Götternamen? Ja, erste Sache. Die Götter, diese Götterwelt, die man so immer mit den Germanen und den nordischen Mythen assoziiert, die kennen wir schriftlich aus dem 12. Jahrhundert. Die wurden niedergeschrieben vom Autor Snorri, der damals in einem schon christianisierten Island die alten Wikinger-Sagen niedergeschrieben hat. Das bedeutet, also die erste Schriftquelle, 12. Jahrhundert, und nochmal so als Erinnerung, das, was wir mit Germanen assoziieren, befindet sich so im 1. bis 3., vielleicht bis ins 4. Jahrhundert nach Christus. Also haben wir eigentlich gar keine Verbindung über mehrere hunderte Jahre. Snorri bezieht sich also auf alte Sagen. Auch da ist so eine Sache, natürlich hat er dann eine christliche Brille, in der das ganze Korsett gebracht wird. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Namen, zum Beispiel Wotan oder Donna, zum ersten Mal da auftauchen, sondern die ersten Quellen, die wir da haben, sind Inschriften, die ins 6., 7. Jahrhundert nach Christus datiert werden können, wo aber nur diese Namen auftauchen. Nicht die ganzen Geschichten, die wir damit verbinden. Aber selbst da befinden wir uns jetzt immer noch in einem Zeitraum, der nicht mit den germanischen Stämmen assoziiert wird. Was wissen wir denn also eigentlich wirklich über die Götter oder Göttlichkeiten, die die germanischen Stämme angebetet haben? Eine Sache, und das ist ganz spannend, deswegen stehe ich jetzt hier vor Hertha, der Gemahlin Odins, ist eine Göttin namens Nertus. Tacitus erwähnt die auf einer Insel wohnt und mit einem Wagen, wo es ein Ritual mit einem geschmückten Wagen gibt. Und ganz interessant ist, dass das hier vermischt worden ist in diesem Fries, dass Hertha auf einem Wagen abgebildet wird, der von 2 Stieren gezogen wird und das so eine Assoziation ist, die wir mit Nertus haben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir diesen ganzen mythengeladenen Raum hier wieder verlassen und uns rüber in die Archäologie begeben. Also folgt mir wieder zurück in die Ausstellung über die archäologische Bestandsaufnahme. Wir haben jetzt also die Mythengeschichte der nordischen Götter hinter uns gelassen und befinden uns jetzt wieder im 1. bis 3., 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus in der Germania.
Was haben wir denn da an Religionsausübung? Was finden wir an Religionsausübung? Was wissen wir über Religionsausübung? Naja, zum einen mal wissen wir tatsächlich relativ wenig. Wir haben wenige Schriftquellen. Wir haben einmal Tacitus, der sich natürlich über die Religion der germanischen Stämme auslässt, wobei man bei Tacitus immer aufpassen muss, der hatte eine ganz klare Agenda, der wollte die Germanen in einem ganz bestimmten Licht als Gegenpol zu den Römern darstellen. Was sich aber tatsächlich zeigt, auch im archäologischen Befund, auch bei Tacitus, ist die Tendenz nach draußen zu gehen. Tacitus hat geschrieben, die Germanen haben ihre Götter nicht in Hallen eingesperrt oder in Häusern eingesperrt. Und das ist tatsächlich was wir immer wieder finden, dass germanische Religionen oder Religionsvorstellungen Outdoor waren. Die Menschen sind in die Sümpfe gegangen, sind in die Wälder gegangen und haben dort Dinge geopfert. Ein Beispiel, oder was auch Tacitus immer wieder schreibt, sind die sogenannten heiligen Haine. Und so ein Hain wurde in Oberdorla ausgegraben. Und Funde aus Oberdorla zeigen wir auch hier in der Ausstellung. Mit den Funden aus Oberdorla hatten die Archäologen eine ganz seltene Möglichkeit, archäologisch Kulthaine oder Kultstätten von germanischen Stämmen zu untersuchen. Über die Hölzer, die ihr hier groß in der Mitte seht, hat Susanne Kuprella schon ein Video gemacht. Das findet ihr hier in der Germanen-Playlist. Außerdem wurden in Oberdorla, das Ganze befand sich wohl wahrscheinlich auf einer Insel, das über eine Quelle oder mehrere Quellen gespeist worden sind, also wieder eine Verbindung mit Wasser. Da wurden auch verschiedene Funde von Opfergaben gemacht. Zum Beispiel haben wir einen Wiesenschädel oder einen Pferdeschädel und andere Knochen. Und das deckt sich auch tatsächlich mit den Schriftquellen, die wir zum Beispiel bei Tacitus finden, der über solche Haine schrieb. Eine ganz spannende Sache, die wir mit germanischen Glaubensvorstellungen assoziieren, sind die Seherinnen, Prophetinnen oder auf Griechisch Sibylle. Diese Frauen haben in verschiedenen entrückten Zuständen, haben dann Weissagungen gemacht und die waren nicht nur bei den Germanen selber beliebt, sondern auch im ganzen mediterranen Raum. Wir haben hier ein sogenanntes Ostrakon. Das ist ein Keramikstück, auf dem Dinge niedergeschrieben werden. Und auf diesem Ostrakon taucht der Name einer Balloburg, einer Sibylle, einer Seherin aus dem Stamm der Semnonen auf. Das, was jetzt daran noch spannender ist, ist, dass dieses Ostrakon in Südägypten gefunden worden ist. In Aswan auf der Nilinsel Elephantine. Das ist jetzt ein ganz schön weiter Weg aus Germanien im 2. Jahrhundert bis nach Südägypten. Als wir eben über den Hain in Oberdorla gesprochen haben, habe ich über Opfergaben gesprochen. Und eine Kategorie von Opfergaben habe ich dabei nicht erwähnt, die aber sehr, sehr wichtig ist. Das sind die sogenannten Heeresausrüstungsopfer. Wie der Name schon sagt, wurden Ausrüstung von Heeren dort geopfert. Und ein ganz prominentes Beispiel ist das Torsberger Moor, wo diese Funde hierher kommen. Das Schöne daran ist, dass durch die Feuchtbodenerhaltung ganz viele Stücke nicht vergangen sind, sondern wir uns das immer noch anschauen können. Das ist aber ein Thema, zu dem ich gleich nochmal komme. Wir haben jetzt also festgestellt, die germanische Religionsvorstellung, so wie wir sie wissenschaftlich fassen können, hat fast nichts bzw. gar nichts mit den Vorstellungen von Thor, Odin oder Freya zu tun, sondern wir haben einen Outdoor, eine Naturreligion, eine Religion, die sich nach draußen gewandt hat, die oft auch eine Verbindung mit Wasser hatte. Die können wir archäologisch nachweisen und die beschreibt Tacitus auch. Jetzt habe ich euch mit dem Torsberger Funden angeteast und dann wieder fallen gelassen. Deswegen haben wir uns jetzt Folgendes überlegt. Die Ausstellung wird in 2 bis 3 Wochen abgebaut. Davor haben wir noch Zeit für ein Video. Und das wird, weil sich tatsächlich immer viele Leute Krieg gewünscht haben, es aber in der Abstimmung immer unterlegen war, befassen wir uns mit dem Thema Krieg. Und wenn wir uns mit dem Thema Krieg befassen, werden wir uns natürlich auch die Heeresausrüstungsopfer anschauen und dann schauen wir nochmal die Torsberg-Vitrine ein bisschen genauer an. Falls ihr Interesse habt, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass wir uns mit dem Fries im Vaterländischen Saal noch weiter auseinandersetzen, dann schreibt den Hashtag Mythos unten in die Kommentare. Wenn das genug sind, dann werden wir dafür noch ein extra Video drehen und dann bekommt ihr von uns auch noch mindestens 2 Videos aus der Germanenausstellung. Bis dahin, liked, shared und teilt das Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wann und wo auch immer ihr das geschaut habt.